Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Stories The Path of Destinies. Wir stehen kurz davor, einen weiteren Handlungsstrang abzuschließen. Wir müssen nur noch die finale Schlacht hinter uns bringen und ich will nicht wissen, was Zenobia mit dem Iblisstein macht, den sie uns ja beim letzten Mal abgenommen hat. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich glaube, hier waren wir noch nicht in der Tür. Als wir das letzte Mal da waren, hatten wir, glaube ich, das Schwert noch nicht. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Or I could go that way, he thought. Aber Nee, hier waren wir nicht. Ich wollte gerade sagen, es kommt mir auch definitiv nicht in Erinnerung, dass wir diese Tür schon mal benutzt haben. Okay, interessant. Hier ist auch ein Altar. Mit einer großen Truhe. Körperlicher Widerstand Level 2. Das hört sich doch sehr gut an. Ich muss nur mal kurz gucken. Aha, okay. Da muss ich hin. He'd once met a pirate captain. He used hooks to get around his ship. Oh, what was his name again? Ich würde sagen, das hat sich gelohnt. It was all so unfair. He'd wanted to protect himself. Protect the world from the Iblisstone's hunger for blood and souls. And all he'd done is get mugged. Next time he owned a supernatural artifact that wanted tribute, he'd serve it champagne and caviar. Ich wollte gerade sagen, ich warte nur darauf, dass die Gegner kommen. Ja, liebe Achtung. Bam! Welcome to Earth. Reynardo told the corpses. It was something he'd seen in a play once. Okay, ja, jetzt geht's los. Ich habe mich gerade schon gefragt, wo die ganzen Gegner sind, aber kaum sind sie da, hauen sie mir natürlich eins aufs Maul, natürlich. Was auch sonst. Und Level Up. Sehr schön, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob da jetzt noch ein Altar kommt und that was close. There was an inscription on the platform. Balaleka lessons, with an address. Also, das ist neu, oder? An diesen Teil kann ich mich jetzt nicht erinnern. Reynardo, du solltest eigentlich jetzt nicht auf den Explodierenden nochmal einschlagen, aber ist okay. Nein, den nicht. Oh! Okay, er hat seinen Schild verloren, alles klar. Ich wollte auf den anderen. Ist okay. Ah, den einen habe ich runtergeschubst, sehr gut. Ja, das ist neu. Das ist sowas von neu. Zenobia? Oder was passiert jetzt? Heilung könnte ich gebrauchen. Das wäre echt nicht schlecht. Zenobia was cleaning blood off her sword and weeping. It's so hungry. I can't stop killing, she said. But I fed it the core of the Sky Ripper, and now he's hungry again. She wept. It was true. The Iblisstone was black again. A void that seemed to suck all the light out of the sky. Take it from me, Reynardo. While you still can. Okay. I'll take it, he said. Yes, he thought. This is what it means to be a hero. To save the soul of even his old enemy when it looked like all was lost. He stepped forward to accept the sword from her outstretched hand. She flipped the sword, and the blade went into his gut. As the Iblisstone sucked his soul into its infinite darkness,
He could vaguely hear a voice, something like Zenobia's chuckle. Sucker. Das war ja wohl klar. And just like that, he was alive again. And back on the Farfarer, still fleeing burning Ubar. The book was still open before him. So, the book was a portal. It took you to the future, when your destinies would branch. He had failed and died 3 times, but he'd learned another true thing. The Iblis stone was evil. It would try to corrupt anyone who used it. Neue Story abgeschlossen. Geschichte 16. Der Fuchs, der überfallen wurde. Was für ein Held sind wir dieses Mal? Ein Held, der bis zum Ende kämpft, selbst wenn er gedemütigt wird. Okay. Und eine neue Wahrheit enthüllt. Der Iblisstein korrumpiert jeden, der ihn benutzt. Stufe 4 Fähigkeiten freigeschaltet. Yay! Okay. Fehlt noch eine. Gut. But he was starting to feel like he was getting the hang of this. There was a way through to victory. He could feel it. He just had to keep running the path of destinies. With that, the book fluttered back to the beginning, and he fell into it. The clouds parted over the Isles of Boreas. It was time to choose. The rebellion was in trouble. Ravens were scouting for the secret rebel base. They needed a game changer. Pieces of the Sky Ripper had surfaced. Reynardo knew that using it could go catastrophically wrong. But he was sure he could figure out how to use it safely. Also, a temple had risen out of empty desert. The Iblis stone was hidden there. It was a dangerous artifact. It could corrupt its user into a bloodthirsty monster. Maybe he could find a way to use it. To take its power without surrendering to its wickedness. And also, his old friend Lapino needed rescuing. Of course, Reynardo had a pretty strong suspicion that Lapino had betrayed the rebellion. But could Reynardo really leave an old friend to the Ravens? Okay. Was mir auffällt, eigentlich mit dem Tempel, das hat jetzt ein neues Bild. Das war ja vorher eigentlich, ja, da war die Ruine drauf abgebildet. Deswegen bin ich jetzt irritiert. Die beiden Bilder sind so geblieben, aber das hier ist neu. Ich würde sagen, wir haben lange nicht mehr den Lapino-Pfad gemacht, deswegen fangen wir hier an. Ah, Lapino. Apparently the mad rabbit Kann man das eigentlich irgendwie überspringen? that he did not exactly own. Ah. Weil das ist ja eigentlich... das kennen wir ja schon. Deswegen sollten wir da jetzt eigentlich nichts verpasst haben. Wird hier jetzt erst dann die nächste Entscheidung wieder interessant, weil da müssen wir genau die andere wählen. Lapino had apparently managed to confuse the judge by arguing that he hadn't actually stolen a winged horse. He'd only sold it. But wait, where was the prison? The village was empty. Had everybody fled the Ravens? Hasensaison. Sprich mit Lapino. Once, Reynardo had opened a chest, and a jack-in-the-box jumped out. Jack-in-the-boxes, they gave him the Wiggins. Ich kann mir vielleicht gut vorstellen, dass ich das nächste Mal vielleicht nochmal Ausdauer skille. Weil dann, oder auch vielleicht Geschwindigkeit. Ich meine, verkehrt ist es ja nicht so oft, wie wir hier rumlaufen. Wie mein Controller schon wieder abgeht.
So. That was odd. Reynardo had been here, at this exact place, at this exact time. But this time, there were so many more ravens. So, und jetzt bin ich auch, glaube ich, hier, wo ich das letzte Mal zu schnell war. Iblis stone and shivered. He had no business messing with ancient, cruel artifacts. What he needed was his friends around him. Clear eyes, full hearts, can't lose. Oh, neues Boy, someone Juwel. had spent a lot of money for a graduation present. Energie bei Sieg Level 2. Das haben wir ja auch sogar ausgerüstet. Viel zu viele Pfade schon wieder. Okay, dann sind wir hier. Okay, wo um alles in der Welt bin ich schon wieder? Auf jeden Fall ein paar Kristalle, können wir gut gebrauchen. Ich glaube, da sind wir runtergegangen beim letzten Mal, deswegen werde ich jetzt erstmal hier lang gehen. Oh. Das ist ja nicht zu verachten. Hero wall, hero sword, firewall, fire extinguisher. Hier waren wir definitiv noch nicht. Ein Hebel. Was macht der denn Schönes? Ah. Interessant. Eine große Kiste. Schildbrecher. Oh, das würde ich mir gerne mal ansehen. Wenn wir das nächste Mal... A workbench. Did he have any jewels he hadn't tried out? Naja, und hier ist die Stufe 2. Weil sie ja schon mal meinte, dass die verschmolzen werden. Du triffst und die Schildträger lassen ihre... Oh. Das ist gut. Da werde ich aber... ich werde das mal reinnehmen. Und das ausprobieren. Ein Level up. Komm, wir versuchen mal das Bewegungstempo. Einen Moment. Erstmal hier. Und ich glaube, dann können wir runter. Is there a word for a lot of ravens? Hier, guck mal, jetzt. Ah! Doofus of ravens? Ja, jetzt habe ich ihn einmal angehauen und er hat instant sein Schild verloren. Also das ist, finde ich, sehr praktisch. Klar, ich könnte das auch mit dem Haken machen. Ravens were landing everywhere. Dafür habe ich... He'd better get moving. If they got to Lupino first, they'd eat him for breakfast. Or a snack. The ravens weren't picky. If they got hungry, they sometimes forgot to interrogate their prisoners. Even top spies like Lupino. Well, unless he really was a traitor, obviously. Then they'd probably pin a medal on his chest. Wie gesagt, dafür habe ich zwar jetzt diese 4% Schwertkraft hergegeben, aber die füllt sich ja auch von alleine auf. Really give you an edge. Guck mal, körperlicher... Well,
It still looked pretty, didn't it? Widerstand +3. Was haben wir denn hier? Liebe Zenobia, wie geht es dir an der Akademie? Zweifelsohne wirst du viele neue Freunde gefunden haben. Hier im Palast hat sich nicht viel geändert. Ich habe genügend Zeit für mein spezielles Hobby. Ich arbeite mit Professor Calaveras und seinem Expertenteam zusammen, um die Natur der Inseln zu erforschen. Mein Gefühl sagt mir, dass die Inseln am Leben sind. Ja, ich denke sogar, dass sie ihren eigenen Willen haben. Hörst du mich, meine Tochter? Unsere Welt konnte mehr sein als nur willkürlich umhertreibende Fels- und Wassermassen. Professor Calaveras und sein Team haben Messungen angestellt. Die Inseln driften definitiv. Umgeben von dem endlosen Himmel bemerkt man es nur schwer, aber durch genaue Messungen des Windes über lange Zeiträume haben sie herausgefunden, dass die Inseln sich gen Westen bewegen. Doch wohin? Es könnte Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende dauern, bis sie ihr Ziel erreichen. Ich habe diese seltsame Idee. Möglicherweise bilden die Inseln eine Art Herde und suchen bewusst nach einer anderen Inselherde. Kannst du dir das vorstellen? Neue Inseln mit ihren eigenen Bewohnern? Der Gedanke, dass wir nicht allein sind... Ich hoffe nur, dass ich lange genug lebe, um dieses Ereignis zu sehen. In Liebe, dein Vater. So. It wasn't his fault. They looked so breakable. Natürlich. Das mit diesem Schild, das gefällt mir wirklich sehr gut. Wie gesagt, klar, ich hätte dafür auch den Enterhaken, aber es bietet sich nicht immer eine gute Situation, den dann schnell einzusetzen, gerade wenn es mehrere Gegner sind. Und wenn ich das aktiv habe, dann haue ich da einmal kurz auf ein Schild und dann ist gut. Lapino. Dirty and bloody, Reynardo finally reached Lapino. The rabbit was practicing his shuffle. Reynardo recognized the cards. It was Lapino's favorite deck. Oh, I thought you were in danger. I am. The ravens are coming. Oh, the prison thing. Right, yeah, we see this guard owed me 53 ducats, so we made a deal. They're very reasonable people, actually, for weasels. Now, I got a brilliant plan to kidnap Zenobia. We capture Zenobia, we find out what she knows, and that's the whole war right there. Easy peasy, lemon squeezy. Capture the Emperor's greatest general, who also happened to be a deadly sorcerer and, oh, his only daughter? That would be worth it. On the other hand, he could still get to the core of the Sky Ripper, even if he couldn't get the whole thing. It must have great power. Ah, wunderbar. Ich wollte gerade sagen, ich wusste zwar sogar noch, dass wir das letzte Mal den Pfad mit Zenobia gewählt haben und dass wir jetzt hier das machen müssten. Und wir haben ja sogar das Ausrufezeichen, sprich, das haben wir noch nicht gemacht. Das finde ich sehr gut, dass die Ausrufezeichen da stehen, weil ich finde, sonst verliert man hier dann doch sehr schnell den Überblick. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das da vorlesen sollte. Ich meine, ich habe die ja, wenn ja, schon immer einmal vorgelesen. Ich starte jetzt einfach mal. To make the Sky Ripper, the transcendent Emperor had wrapped an armature around the eye of a god. Reynardo had already let that armature slip away to save Lapino's life. But even its core, the eye torn from a god, surely they could fashion a great weapon from that. The core of the Sky Ripper? Lapino's excited. That's an actual thing that we could just go and get. You've been busy. He sure had. Reynardo told him all the things he'd been up to. Soon they got to talking about old times, about wages they'd won and lost, and scrapes they'd barely got out of. It was good to be back with his friend. True, the core was capable of terrible, uncontrollable destruction. But this time, he was sure it would work great. Na, dann sind wir mal gespannt, wie es dieses Mal läuft. Ich meine, jetzt haben wir Lapino dabei, von dem wir wissen, dass er ein Verräter ist. Ja. Super Sache, würde ich sagen. Beste Aussicht. Wir dürfen gespannt bleiben. It's beautiful here, thought Reynardo. It was nice to be back with his old war buddy. All right. Lapino was a traitor. But still, it was good company.
Super. Gut. Lapido. Du verlogenes Häschen. Okay, ich würde sagen, wir machen hier Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dann.